Willkommen! Heute zeige ich Ihnen, wie Sie Cinector Stage mit einem Greenscreen verwenden können und wie Sie die Kamera dafür konfigurieren. Jede Kapitelvorlage, in der Sie diesen Greenscreen-Platzhalter sehen, das heißt diese freundliche Dame mit dem grünen Rahmen, ist für den Einsatz mit einem Greenscreen gedacht. Um die Kamera dafür einzurichten, haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen unter Einstellungen die Programmeinstellung als Komplettübersicht und zum anderen den Einrichtungsassistenten, welcher Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung der Kamera führt. Fangen wir mal mit dem Einrichtungsassistenten an. Wählen Sie dort Kamera. Im Assistenten werden Sie Schritt für Schritt mit diesen Texten durch den Prozess geführt. Ich fasse das Ganze mal ein wenig zusammen. Zunächst sollten Sie sich ausreichend Platz schaffen. Eine Fläche von 2 x 3 Metern zwischen Kamera und Greenscreen ist empfohlen. Sie können allerdings auch eine sitzende Konfiguration verwenden, wie ich es gerade tue, wo Sie den Greenscreen einfach nur hinter sich am Arbeitsplatz aufziehen. Als nächstes schließen Sie eine Kamera an. Wir haben ein anderes Videotutorial, wo meine Kollegin Ihnen zeigt, wie das funktioniert. Im Grunde lässt sich das so zusammenfassen: Sie benötigen entweder eine hochauflösende Webcam oder eine andere Kamera, welche Sie dann über ein entsprechendes Capture-Device, zum Beispiel einen Elgato Camlink, als Webcam-Signal umwandeln. Sobald Sie Ihre Kamera angeschlossen haben, drücken Sie auf Weiter. Wählen Sie nun die Kamera, die Sie verwenden möchten. Hier finden Sie die Liste der gefundenen Kameras. Falls Sie gerade erst eine Kamera angeschlossen haben und sie nicht in der Liste zu finden ist, können Sie mit diesem Button die Liste aktualisieren. Ich verwende in meinem Fall eine Logitech Brio, eine 4K-Webcam, welche ich via USB angeschlossen habe. So, nicht erschrecken, hallo. In diesem Schritt sehen Sie jetzt das Kamerabild der ausgewählten Kamera. In meinem Fall sehen Sie, dass ich hinter mir einfach nur einen relativ schmalen Greenscreen hochgezogen habe. Das ist einer von Elgato, der im Endeffekt wie ein Roll-Up auf der Messe einfach nur hochgezogen wird. Für Demonstrationszwecke jetzt reicht es. Allerdings würde ich wahrscheinlich nicht Full Body davor passen. Jedenfalls sollten Sie nun die Kamera ausrichten. Das Optimum ist, wenn Sie das komplette Kamerabild mit dem grünen Hintergrund ausfüllen können. Sie sehen jetzt bei mir, aufgrund des Öffnungswinkels der Kamera und der Größe des Greenscreens funktioniert das nicht ganz. Das Wichtigste ist allerdings, dass Sie zumindest ein mittiges Quadrat komplett ausgefüllt haben. Das können wir nämlich später umstellen, dass dann eben links und rechts ignoriert wird. So, die Ausrichtung ist schon mal ganz gut im Grunde. Und jetzt können wir das Keying aktivieren. Keying ist der Prozess, wo anhand einer gewählten Schlüsselfarbe, dem sogenannten Key, andere Objekte ausgeblendet werden, die eben diese Farbe haben. In unserem Fall möchten wir das Grün ausblenden. Ich habe es jetzt erstmal am Anfang hier, ist es ein Grau. Sie sehen entsprechend, dass es versucht, mein Hemd zu entfernen. Das werden wir gleich beheben. In jedem Fall möchten wir mit Keying arbeiten. Sie können es theoretisch auch ausgeschaltet lassen, um dann zum Beispiel das komplette Kamerabild auf einen Fernseher zu legen. Das ist allerdings jetzt nicht das, worum es uns heute geht. So, gehen wir weiter. Als nächstes müssen wir die Hintergrundfarbe messen. Damit das Programm weiß, welchen Ton es jetzt genau entfernen muss, müssen wir das kalibrieren. Dazu sollte jetzt das Kamerabild den kompletten Greenscreen umfassen, beziehungsweise es sollte nichts anderes sehen als die zu entfernende Farbe, weil der Durchschnitt wird berechnet und das wird dann als Bild genommen. Entweder verlassen Sie dazu das Kamerabild oder, so wie ich, das ist jetzt bei mir das Einfachere, ich nehme einfach die Kamera und halte sie vor den Greenscreen. Jetzt drücke ich auf den Button Hintergrund kalibrieren. Nach ein paar Sekunden schießt er dieses Foto, genau, Sie hören es auch kurz. So ist gut. Und Sie sehen sofort, dass jetzt der grüne Hintergrund stattdessen schwarz ist. Das heißt, es hat jetzt die richtige Farbe genommen und Sie sehen wieder mein Hemd. Alles klar. Als nächstes können Sie die Keying-Grenzwerte anpassen. Grundsätzlich funktioniert das Ganze so, stellen Sie sich so vor, die Farbe, die wir gerade ausgewählt haben, ist quasi diese Grünfarbe, die entfernt werden soll. Allerdings ist natürlich der Hintergrund nicht immer komplett gleichmäßig ausgeleuchtet bzw. hat denselben Ton. Über diese Grenzwerte können Sie nun einstellen, wie weit sich maximal der Cut-Off von diesem Punkt entfernen darf. Das ist der obere Regler. Wenn ich den hier hin und her schiebe, da sehen Sie, so, in dem Moment, hier habe ich ein bisschen Schatten, da ist jetzt der Unterschied schon wieder zu gering. Deswegen wählen Sie meistens irgendwo was hier oben, solange es nicht irgendwie Teile von Ihrem Haar entfernt, ist alles perfekt. Und
Der untere Regler gibt jetzt an, wie weit um diesen Bereich ringsrum alles ein kleines bisschen halbtransparent dargestellt werden darf. Das ist quasi so dieser Bereich dazwischen. Wenn man das ganz gering macht, dann gibt es einen harten Cut-Off. Wenn ich jetzt also wieder zu dem Punkt hier zurückgehe mit den Schatten, da sehen Sie, das ist alles noch relativ weich entfernt. Wenn ich jetzt das verringere, dann haben wir total harte Kanten. So, damit können Sie das feintunen. In den meisten Fällen, wenn die Beleuchtung ordentlich ist, reicht es mit den Standardwerten zu arbeiten, was ich jetzt hier auch tue. Die Standardwerte können Sie über diesen Button hier wiederherstellen. So, ich gehe auf Weiter. Jetzt können wir noch eine Kantenweichzeichnung aktivieren. Das ist gerade dafür da, wenn Sie mit einer komplett hochauflösenden Kamera aufnehmen, zum Beispiel wenn die nur 720p unterstützt, was ein bisschen wenig ist für Keying, dann können Sie das hier ein kleines bisschen korrigieren. Dadurch werden die Kanten, die man dann eben sieht, etwas weich gezeichnet. Ich habe jetzt hier gerade eine 4K-Webcam angeschlossen, da sieht man das sowieso gar nicht so richtig, deswegen ein niedriger Wert ist hier schon ausreichend bei mir. So, und damit sind wir fertig. Ich habe jetzt die ganzen Werte eingestellt. Das wird jetzt gespeichert. So, jetzt haben wir den Einrichtungsassistenten für die Kamera durchgeführt. Jetzt schalte ich, wenn ich möchte, hier oben die Kamera ein. Wir haben das hinzugefügt, weil man nicht immer beim Bearbeiten beobachtet werden möchte. Wenn ich das jetzt tue, sehe ich, dass ich plötzlich meine andere Kamera sehe. Ich bin nämlich an einem Laptop, welcher eine eingebaute Webcam besitzt. Da die Software bzw. Windows dieses Gerät zuerst findet, gehe ich jetzt noch in die Einstellungen, Programmeinstellungen, Webcam und stelle ein, dass er auch tatsächlich die Kamera, die wir gerade konfiguriert haben, bitte verwenden soll. Hier oben können Sie das Gerät auswählen, für welches Sie Einstellungen ändern möchten. Ich nehme jetzt also die Logitech Brio statt der Chiconi. Sie sehen hier die Auflösung, die gewählt wurde, also 4K. Und jetzt sehen Sie die Kamerazuweisung. Sie können bis zu 3 verschiedene Kamerastreams in unserer Software verwenden. Das ist zum Beispiel mal ganz interessant für Interviewsituationen. Allerdings sind die ganzen Platzhalter, die wir platziert haben, als Kamera 1 definiert. Jetzt wählen wir also für die Logitech Brio aus, dass diese die Kamera 1, also die Primärkamera ist. Und schon schaltet es den Hintergrund durch. Und hier sehen Sie schon das zweite Problem, was ich gerade angedeutet hatte. Bei mir links und rechts sieht man ein paar Sachen, wo der Greenscreen das nicht abdeckt. Allerdings ist das kein Problem, das ist nämlich häufig der Fall. Dafür haben wir das eingebaut, dass man hier den Bildausschnitt von vollflächig 16:9 zu Mitte 1:1 wechseln kann. Dann verliere ich zwar ein kleines bisschen Aktionsradius, Sie sehen jetzt, dass der Cut-Off hier an der Seite ist, aber in den meisten Fällen ist das vollkommen ausreichend. So, ich sehe jetzt hier gerade noch ein ganz kleines bisschen Gegriesel. Da kann ich jetzt nochmal die Werte anpassen. So, das passiert meistens bei Bildrauschen. So, und schon sind die Kanten perfekt. Alles klar. Und das ist es. Jetzt haben wir die Kamera konfiguriert. Sie sehen mich. Ich bin hier gerade in der Umgebung Bildhintergrund und habe einfach nur ein 2D-Bild in den Hintergrund gesetzt. Ich könnte jetzt also zum Beispiel hier aus dem Büro berichten. Ich füge mal was hinzu mit einem Vergleich. Ziehe ich nochmal aus der Bibliothek denselben Bürohintergrund hier hinten rein. Und ein paar Platzhalterbilder hierhin. Und wenn ich jetzt in den Präsentationsmodus wechsle, kann ich hier durchschalten. Und meine Sachen erscheinen. Text habe ich jetzt nicht eingetragen. Und genau, so können Sie jetzt also mit Greenscreen arbeiten. Alles klar. Dann viel Spaß beim Ausprobieren, viel Erfolg beim Einrichten und wenn Sie irgendwelche technische Hilfe brauchen, zum Beispiel Hinweise, welche Kameras gut funktionieren oder welchen Greenscreen wir für Ihr Setup empfehlen, melden Sie sich gerne bei uns, wir helfen Ihnen weiter. Bis dahin, viel Erfolg!